Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und zeige heute mal ein Vorschauvideo über ein sehr raffiniertes Hightech-Erwachsenenspielzeug im beliebten H0 Modellbahnmaßstab 1:87. Sein Vorbild kommt für den Bau und die Instandhaltung von Bahnstrecken zum Einsatz. Es stammt von der Firma Plasser und Theurer aus Wien und nennt sich im Fachjargon Gleisstopfmaschine. Mit solchen sehr komplexen Geräten werden in einem kontinuierlich erfolgenden Arbeitsgang die im Schotterbett liegenden Gleisschwellen und darauf liegenden Schienen exakt positioniert und der Schotter entsprechend verdichtet. Ich hatte dieses Vorserienproduktionsmuster leihweise von Märklin, weil ich hierüber einen großen Bericht für die Modellbahn-Fachzeitschrift Märklin Magazin geschrieben habe. Und bei der Gelegenheit habe ich natürlich auch für meinen YouTube-Kanal ein paar Videos gedreht, die ich jetzt entsprechend zusammengeschnitten und kommentiert habe. Das Märklin H0 Modell ist 394 mm lang und 660 Gramm schwer. Es entstand in einer engen Kooperation mit der Fissmann Modelltechnik GmbH. Hier im Video handelt es sich noch um ein Vorserienmodell ohne Bordpersonal. Das Serienmodell soll dann ab Werk mit H0-Figuren besetzt sein. Im Führerstand, im Arbeitsraum und in der Arbeitskabine. Kurz ein Blick unter das Modell. Zum Antrieb dienen zwei Glockenankermotoren. Der eine sitzt hier direkt im Drehgestell oder über dem Drehgestell und der zweite hier direkt über dem Drehgestell. Hier ist der Schleifer für die Mittelkontaktgleise. Die ganze Schlitteneinheit hat hier ihren Drehpunkt und das Lagerdrehgestell hat hier seinen Drehpunkt. Und schließlich ist die Unimatmaschine noch hier gelagert und das alles ermöglicht, dass dieses Modell tatsächlich einen Radius R1 mit 360 mm sogar in Funktion bewältigt. Dann noch ein Blick unter das Dach mit dem Stromabnehmer. Das muss man hier vorsichtig öffnen, mit dem feinen Schraubendreher am besten. Dann hier hochklappen. Dann sieht man hier einiges der Technik, Decoder und Elektronik. Das ist hier der Glockenankermotor, der sich dreht. Der Lautsprecher sitzt in etwa hier. Der Stromabnehmer hat hier einen Miniaturmotor. Und hier eine kleine Einstellschraube, mit der der Maximalhub des Stromabnehmers eingestellt werden kann. Er ist so einzustellen, dass er etwa 2 mm unterhalb der Oberleitung seinen Maximalhub haben sollte. Jetzt setze ich das Dach wieder auf und verriegle es und das war's. Ich komme jetzt zu den vielen Digitalfunktionen des Modells. Zunächst die Lichtfunktionen. Natürlich gibt es wieder eine Dreilichtspitzenbeleuchtung. Mit einer separaten Taste zuschaltbar ist das Fernlicht, das sind zwei zusätzliche LEDs. Bei Fahrtrichtungswechsel wird automatisch dann auf Rot umgeschaltet. Es gibt auch eine Rangierbeleuchtung in Verbindung mit dem Rangiergang. Dann ist auf beiden Seiten die Dreilichtspitzenbeleuchtung aktiviert. Dann gibt es noch eine Bremslichtfunktion, bei der automatisch dann, wenn das Modell stehen bleibt, die Rückbeleuchtung stärker rot wird. Ich zeige das auch mal kurz. Als nächstes die Führerstandsbeleuchtung. Wenn die deaktiviert wird, schaltet sie zunächst mal auf Blau um und bei einem weiteren Tastendruck wird sie dann abgeschaltet. Dann gibt es an beiden Enden des Modells ein Blinklicht, das einzeln geschaltet werden kann. Die nächsten beiden Beleuchtungen sind die Arbeitskabine und mit einer separaten Funktionstaste der Arbeitsraum.
Beim Serienmodell soll der Arbeitsraum besetzt sein und auch in der Arbeitskabine soll es eine Figur geben. Dann zeige ich noch am anderen Ende das Blinklicht, die Führerstandsbeleuchtung und die Dreilichtspitzenbeleuchtung mit Schlussbeleuchtung. Und schließlich die erste motorisierte Funktion in Verbindung mit Geräusch, den Stromabnehmer. Dann die weiteren Geräusche. Zunächst ein hoher Taifun, ein tiefer, dann noch eine Hupe, ein Kabinenfunkgespräch, Ist die Baustelle schon freigegeben? Können wir loslegen? Jo, kann losgehen. ein Arbeitergespräch, Heute müssen wir uns ranhalten. Wir haben noch mehrere Kilometer zu bearbeiten. noch ein weiteres Arbeitergespräch, Ja, heute haben wir richtig viel geschafft. Klasse. Genießt euren Feierabend. Manfred, trinken wir noch ein Bier zusammen? Jo, gerne. und schließlich noch das Geräusch eines Kompressors. Jetzt komme ich zum technischen Highlight des Modells mit der sehr raffinierten Funktionsnachbildung der Gleisstopfmaschine zur Schotterverdichtung. Diese Einrichtung bringt man zuerst mit einer Funktionstaste in die Arbeitsposition. Dann kann man diese Gleisstopfeinrichtung, den Schlitten, manuell mit einer Funktionstaste verschieben. Mit einer anderen Taste geht es wieder retour. Und die Verdichtungseinheit mit den filigran nachgebildeten Stopfpickeln wird mit einer weiteren Funktionstaste betätigt. Das Ganze natürlich auch mit Geräusch. Und schließlich zeige ich das jetzt auch automatisiert beim Fahrbetrieb. Die konstante Fahrgeschwindigkeit ist dabei für ein H0-Modell erstaunlich langsam. 236 Sekunden braucht der Unimat für 1 Meter. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von lediglich 1,3 Stundenkilometern. Und bei Rückwärtsfahrt wird diese Stopfpickeleinheit natürlich nicht bewegt. Das ist auch so wie beim Vorbild realisiert. Zu guter Letzt noch eine Soundbesonderheit. Das Märklin-Modell des Unimat 09 4x4-4S entspricht bereits der moderneren Variante der Gleisstopfmaschine aus dem Jahr 2017. Deshalb trägt es auch am Ende der Typenbezeichnung den Zusatz E3. Das steht für Economic, Ecologic, Ergonomic, also ökonomisch, ökologisch und ergonomisch. Dahinter steckt, dass das Vorbild dieses Unimat einen vollelektrischen Hybridantrieb an Bord hat. Deshalb ist es auch sehr toll, dass im Märklin-Modell sogar dafür der entsprechende Sound nachgebildet wurde. Die Bedienung ist ganz einfach. Befindet sich der Stromabnehmer bei Aktivierung des Fahrzeugsounds oben, ertönt der Sound des umweltfreundlichen rein elektrischen Antriebs.
Wenn der Stromabnehmer hingegen unten ist, startet der Sound mit der Nachbildung des Dieselgenerators. Der Gleisstopfbetrieb erfolgt beim neuen Unimat in der E-3-Version generell lärm- und umweltschonend elektrisch. Hier nochmal zur Wiederholung der vorhin schon mal vorgeführte rein elektrische Gleisstopfbetrieb. Wenn allerdings auf der zu bearbeitenden Strecke kein Oberleitungsstrom vorhanden ist, sorgt ein Dieselgenerator für den nötigen Strom. Auch dies zeige ich jetzt noch im H0-Modell im Gleisstopfbetrieb. Abschließend gibt es jetzt noch ein paar Testfahrten auf einem Oval mit Radius R1, also mit 360 mm Radius. In der niedrigsten Fahrstufe bei normaler Fahrt braucht das Modell für 1 Meter 176 Sekunden. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von 1,8 Stundenkilometern. Jetzt beschleunige ich das Modell mal auf die Maximalgeschwindigkeit. Hier braucht das Modell etwa 3,3 Sekunden für 1 Meter. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von knapp 94 Stundenkilometern. Jetzt zeige ich auch noch durch eine S-Kurve, dass selbst der Gleisstoppvorgang bei diesem engen Radius durchaus noch funktioniert. Das schaut zwar dann alles andere als vorbildgerecht aus, aber es funktioniert und das ist eine tolle Sache, dass es Märklin geschafft hat, dass dieses Modell mit 40 cm Länge den engen Radius von 360 mm bewältigt.
Beim Gleisstoppvorgang braucht das Modell übrigens für 1 Meter fast 4 Minuten. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von lediglich 1,3 Stundenkilometern. Das ist für ein H0-Modell wirklich erfreulich langsam. Abschließend zeige ich jetzt noch einen per Digitalzentrale Central Station 3 automatisierten Betriebsablauf der Unimat-Gleisstopfmaschine. Heute müssen wir uns anhalten. Wir haben noch mehrere Kilometer zu bearbeiten. Das war's wieder mal. Ich hoffe, dass Ihnen mein Preview-Video über dieses raffinierte Hightech H0-Modell gefallen hat. Ja, heute haben wir richtig viel geschafft. Klasse. Genießt euren Feierabend. Manfred, trinken wir noch ein Bier zusammen? Jo, gerne. Vielleicht empfehlen Sie ja meinen YouTube-Kanal weiter. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.